Das Pferd hat ein neues Auto gekostet. Also wie kann man einem Tier sowas antun? Die wählen halt die Variante des Aussetzens. Das hat man auch immer wieder bei Hunden. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute befinden wir uns beim Tierhof Sonnenschein. Das ist der Verein, den wir dieses Jahr supporten über die Einnahmen, die wieder über den Creator Code anteilig zusammengekommen sind. Da ist wieder ein schönes Sümmchen bei rumgekommen und da bedanke ich mich auch dieses Jahr wieder erneut zum dritten Mal, dass wir sowas durch euch wieder machen können und wieder einer gemeinnützigen Organisation in meiner Umgebung, die sich für Tiere einsetzen, wieder was Gutes zukommen lassen können. Wir werden uns heute den Tierhof anschauen, was deren Aufgabengebiet ist, denn am Ende des Tages ist es ein Gnadenhof. Es ist der letzte Verweilort für die Tiere, um ihnen nochmal einen schönen letzten Lebensabend zu gestalten. Und daher werden wir schauen, wer sind die Leute dahinter, was sind ihre Aufgaben und ja, wie sieht es so aus auf dem Tierhof Sonnenschein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hallo. Hallo. Hallo, du bist der? Ich bin der Bruno. Du bist der Bruno, schön dich kennenzulernen. Danke, dass du mich eingeladen hast hier auf deinen Tiergnadenhof. Du bist verantwortlich hier für? Ich bin der erste Vorsitzende und trage die Verantwortung für alles, was hier geschieht. Okay, super. Dann bin ich sehr gespannt. Dann lass uns das Ganze mal anschauen. Dann komm rein. Ja, vielen lieben Dank. Ja, Bruno, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung heute. Weiß ich sehr zu schätzen. Und ich denke mal, dass wir heute in dem kleinen Rundgang über euren Tiergnadenhof einen guten Einblick über eure Arbeit gewährleisten können, was ihr alles hier so macht. Wo liegt euer Verantwortungsgebiet? Was sind hier so eure Aufgaben? Und was ist überhaupt erstmal ein Tiergnadenhof? Ja, der Tiergnadenhof ist erstmal die letzte Stätte von Tieren, die alt sind, die krank sind, die keiner mehr will, teilweise auch nicht mehr halten kann aus finanziellen Gründen oder Pflegeheimgeschichten in Betrieb kommen. Die dürfen ja dort keine Tiere mit hinnehmen. Die müssen sich dann teilweise nach 15 Jahren von einem Hund trennen, was auch für die Leute schwierig ist. Und die sind dann hier und haben eben hier ihren letzten Platz, wo sie bis zum Ende von uns begleitet werden können. Also so ein Tier, was hier ankommt, also ihr vermittelt ja auch zum Beispiel keine Tiere großartig woanders hin. Also es ist wirklich der letzte Ruheort sozusagen für die Tiere. Ja. Als Gnadenhof vermittelt man keine Tiere, darf man auch nicht. Dafür gibt es die Tierheime. Die kümmern sich dann eben um jüngere Tiere. Und hier ist halt nur eben das wirklich, was bis zum Schluss hier bleibt. Was ich wirklich sehr schön finde, ist, dass ihr halt euch wirklich das Motto gemacht habt, so dass ihr mit den Tieren wirklich hier zusammenlebt. Weil man muss dazu sagen, das ist hier euer Grundstück und ihr habt hier wie viele Tiere auf dem Gnadenhof? Wir haben im Moment 50 Tiere hier auf dem Gnadenhof, vom Meerschweinchen bis zum Pferd. Also es ist alles von jeder Tierart, haben wir momentan fast alles einmal oder mehrmals auf dem Hof. Und die Tiere leben mit uns im Haus. Das heißt, die gehen zum Schlafen abends mit, die haben drin ihre Plätze im Warmen. Wir sind 24/7, 365 Tage im Jahr fürs Tier da. Wir sind jetzt hier gleich bei dem ersten Gehege. Ja. Was habt ihr hier schön? Das ist ja schon sehr, sehr groß auf jeden Fall. Das sind Ziegen und Schafe aus Abgaben, die keiner mehr haben wollte, weil die Kinder groß gehen aus dem Haus. Zum Beispiel hier die Ziege, die gerade aus dem Stall guckt. Die haben die Eltern mal ihren 2 Töchtern geschenkt. Die sind dann nach Frankfurt am Main gegangen zum Studieren. Die Eltern sind jenseits der 70, können sich um die Tiere nicht kümmern und dann wurde es halt hier abgegeben. Und die sind jetzt 1,5 Jahre hier. Dort hinten steht ein Schaf. Das war das letzte Schaf von 5 Stück auf einem Wolfsriss in der Nähe von Grimm. Das war das Einzige, was überlebt hat. Und die sind jetzt eben alle hier, weil die Frau auch gesagt hat, sie möchte sich keine Schafe mehr anhalten und ein Tier allein geht nicht. Beim Schaf zumindest nicht. Und deswegen ist die hier und hat hier noch einen Genossen, damit sie sich hier auch artgerecht verständigen können. Weil die Tiere untereinander kommunizieren. Ziege und Schaf zum Beispiel kann man gut zusammenhalten, aber die können nicht miteinander kommunizieren. Okay. Das ist so ein bisschen ein Problem. Darum sollte man
bei diesen Tieren immer möglichst 2 der gleichen Gattung haben, sonst wird es auch unschön und relativ laut. Die blöken dann den ganzen Tag, weil sie sich nicht verständigen könnten untereinander. Das wäre dann nicht so schön und halt auch keine artgerechte Haltung. Wie werdet ihr auf solche Tiere aufmerksam gemacht? Melden sich diejenigen bei euch? Findet ihr die auf der Straße? Werdet ihr angerufen? Oder wie ist da so der Verlauf? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da so der Prozess von A bis zu euch dann irgendwann? Hat verschiedene Facetten, das ist gefächert. Von Leuten, die anrufen und fragen, ob wir ihr Tier abnehmen können. Morgens eine Kiste mit Tieren vor der Tür, gab es auch schon, einfach abgestellt, weil man nicht fragen wollte, warum auch immer. Oder das Veterinäramt weist ein, wenn dann Einzüge sind aus schlechter Haltung oder krankheitsbedingt, wenn alte Leute eben ins Pflegeheim müssen und die ihr Tier nicht mehr halten dürfen, dann rufen oft irgendwelche Pflegeheime an oder auch die ambulanten Pflegedienste und fragen, könnt ihr, weil so und so. Und wenn es geht, helfen wir dann immer. Ja, also So ein richtig gutes Beispiel zum Beispiel ist Rosalie. ja. Das ist ein Therapieschwein. Das hat der Mann als Minischwein gekauft. Das ist erstens schon mal falsch, es ist kein Minischwein. Es ist ein Hängebauchschwein. Das ist jetzt ausgewachsen, wiegt knapp 80 Kilo. Der Mann wohnte in Stralsund im 2. Stock in einer 2-Raumwohnung. Und hat sich ein Schwein geholt. Und hat sich ein Schwein geholt Ja. als Therapietier, weil das seiner Psyche gut tut. Okay. Als es nachher groß genug war, ging es nicht mehr. Dann haben die Leute sich im Haus beschwert, weil irgendwann riecht es unangenehm. Wenn die nicht auf dem Gnadenhof landen oder man irgendeinen Liebhaber findet, der die Tiere mag, dann ist zu 99,9% der letzte Weg für die Schlachtung. Oder sie werden eingeschläfert und gehen dann in die Tierkörperverwertung. Na, jetzt kommen wir hier zu unseren Pferden. Ja. Hinten am Baum die große Weiße, das ist Soraya, die ist 33 Jahre alt. Das ist ein Kaltblutmix-Tinger. Wie alt können solche Pferde werden? 33 hört sich ja jetzt erstmal schon mal relativ alt an, ne? 36, 38 Jahre, wenn es ein Leben lang ihnen gut ging und sie alles hatten, was sie brauchten, Ja. können sie werden. Ja, und sie Schön. wurde von den Besitzern abgegeben. Die Koppel, die die hatten, waren alles der Gemeinde. Die Gemeinde hat es jetzt alles umgeswitcht und ausgewiesen als Baugrund und alle Grundstücke mussten abgegeben werden. Jetzt konnten sie ihr Tier nicht mehr versorgen, kein Ausgang, kein Futter und dann ist sie eben hier gelandet, weil sie nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Ihr habt ja sehr viele verschiedene Pferdearten hier. Das ist ein Mini-Pferd. Das ist ein Mini-Sheddy. Mini-Sheddy. Das ist ein Mini-Sheddy, der ist von einem Putzig. Das ist von einem alten Mann. Der ist 84 Jahre alt, hatte einen Herzklappenfehler, musste eine künstliche Herzklappe kriegen und konnte deswegen sein Tier nicht mehr versorgen. Sonst hätten wir das auch gar nicht machen können. Ja, bei euch ist es ja noch mal ein bisschen extremer als bei den Organisationen, wo wir vorher gewesen sind, weil ihr ja wirklich auch wie im Gegensatz zu dem Tierschutzbund, wo wir letztes Jahr waren, die ja auch zum Beispiel Katzen aufgepäppelt und weitervermittelt haben, hier ja die Tiere nicht weitervermittelt werden und dadurch euch auch bestimmte Verträge fehlen oder beziehungsweise bestimmte Mittel, um halt eben finanziell unterstützt zu werden, wodurch ihr eigentlich ja, noch mehr die Arschkarte habt, kann man so sagen, auf gut Deutsch, ne? Ja, wir sind im Prinzip auch der Gnadenhof auf dem Gnadenhof. Wir sind das letzte Glied in der Kette. Da wir keine Verträge mit Kommunen haben, kriegen wir auch keine Mittel. Auch Fördermittel sind für uns ganz selten drin und müssen uns wirklich nur über Spenden und Tierpatenschaften finanzieren. Viele größere Tierschutzvereine können sich Angestellte leisten durch ihre Einnahmen, die regelmäßig kommen, eben mit den Abgabeverträgen. Es ist eine zweischneidige Schiene. Wenn du Abgabeverträge hast, dann ruft das Ordnungsamt an und sagt, du musst jetzt kommen. Das kann dir nachts um 2 Uhr passieren. Da und da läuft ein streuender Hund, hol den bitte ab. Dann müssen die natürlich auch in die Spur gehen und müssen den Hund holen. Ja. Das bleibt uns in dem Fall erspart. Aber Escada, das ist Escada. Die kommt aus Oranienburg. Wurde verkauft an ein junges Mädchen als Reitpferd. Was das Mädchen, schönes Tier. Die ist ganz jung. Was dieses Mädchen nicht wusste,
Das Pferd hat Ataxie. Das heißt, das Pferd wurde beim Verladen mal auf den Hänger geprügelt, weil es nicht einsteigen wollte. Ist gestürzt, ist lang mit dem Hals aufgeschlagen. Ach Gott. Und hat sich dabei die Nerven in der Wirbelsäule verletzt. Das heißt, die hat im Rückenmark eingeklemmte Nervenbahn. Die ist nicht mehr reitbar. Das Mädel hat alles versucht. Kein Arzt konnte dem Tier helfen. In dem Stall, wo sie war, durfte sie nicht mehr bleiben, weil sie nicht reitbar ist. Und kam dann hierher. Das Pferd hat das Mädchen ein neues Auto gekostet, damit es leben darf. Also das ist so ein Fall, wo jemand auch heute noch von Berlin regelmäßig hierher kommt und das Tier besucht. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen weitergehen. Was kommt hier als Dann nächstes? kommen wir hier. Das ist unsere Abteilung Katze. Das ist unser Katzenhaus. Da können wir gerne mal reingehen. Kommen wahrscheinlich auch die meisten so aus der Häuslichkeit oder Ja, auch viele Wildfunde vielleicht dabei? sind auch Streuner dabei, 2 oder halb zahm. Da guckt gerade eine raus. Die können rein und raus gehen, wie sie wollen. Haben dann hier ihr Außengehege. Wir können auch gerne mal reingucken. Ja, sehr wo gerne. sie Habt ihr das hier alles so selbst aufgebaut, die ganzen Das ist alles Eigeninitiative. Das ist alles wirklich mit eigener Kraft, mit Freunden, Vereinsmitgliedern gebaut. Das ist Kali, der ist taub. Das ist bei weißen Katzen ganz oft so. Das ist genetisch bedingt, dass die nichts hören. Und bei ihm ist das so. Aber ein ganz lieber Verschmuster, das ist so ein Thüringer Waldkatzen. Oh, wunderschönes Fell. Ja. Sowas habe ich noch nie, also das ist ja unglaublich. Er wurde auch abgegeben, weil er taub ist. Der kam hierher, da war er 1 Jahr und 4 Monate alt. Aber welche Probleme bereiten jetzt den Angehörigen, dass die Katze jetzt taub ist? Also ich meine, Katzen machen ja sowieso das, was sie wollen. Die hören ja eh nicht. Gar keins. Das Problem war, er war Kader, als er kam. Und die wollten züchten. Und ein tauber Kader ist das Risiko 70%, dass er das weiter vererbt über die Genetik, weil es bei diesen Katzen genetisch bedingt ist. Und Züchter sondern solche Tiere aus. Für die ist er nichts wert. Unglaublich. Da zählt nicht das Tier, da zählt der Profit unterm Strich. Und da haben wir noch unser Häuschen, das haben wir gesponsert bekommen. Das ist auch doppelwandig isoliert. Da können sie auch im Winter draußen sein und können sich da drin bewegen. Mit einer Katzentreppe zum Hoch- und Runterklettern, damit sie nicht so springen müssen, weil es sind auch alte Tiere bei, die schon mit Arthrose Probleme haben. Ja. Da ist nochmal ein Haus im Haus drin. Genau, da haben sie noch so eine Höhle, so eine Katzenhöhle. Katzen wollen ja gerne irgendwo immer warm und Schutz. Heißt, es hat einen doppelten Boden, das ist von unten gedämmt, damit es nicht kalt wird. Auch oben ist eine Dämmung drin. Und sogar eine Klingel. Nein, Ein Spion. Das geht über Solar. Ja. Und dann ist hier nachts eine Lampe. Ach so. Und dann geht die an und aus. Aber das ist nicht so für die Katzen wichtig, weil die sehen im Dunkeln sondern das ist weil es im Winter zeitig dunkel ist. Für uns Menschen, wenn wir abends hierher gehen und die Katzen abends nochmal ihre letzte Versorgung bekommen, sind ja auch welche, die Medikamente brauchen, dass man nicht hier im Dunkeln rumstolpern muss, sondern sieht, wo man hinläuft. Wie viele Mitarbeiter habt ihr hier auf dem Gnadenhof insgesamt? Also wir sind hier 16 aktive Mitglieder, die, so wie es ihre Zeit erlaubt, immer da sind und mit anpacken. Manche, die im Schichtdienst arbeiten, sind vormittags da, wie heute auch wieder. Und die fangen dann kommen nach der Schicht wieder Leute, die nachmittags noch mit hier anhelfen, mit anfassen und helfen. Das ist immer so, wie es eben zeitlich auch passt für die Leute. Und sind das Leute so, die sich alle dafür sozial engagieren, die so freiwillig herkommen mit einem bestimmten fachlichen Hintergrund auch, weil du auch gerade von Medikamente erzähltest, da muss man ja auch bestimmt ein gewisses fachliches Wissen auch hinterlegt haben, damit man Medikamente auch verabreichen darf? Das Fachliche decken meine Tochter ab. Die ist Krankenschwester, die arbeitet bei der Uni, also an der Unimedizin, und ich. Wir haben da so die Geschichte, wir dürfen das mit den Medikamenten und kümmern uns auch darum. Oder wir machen die dann zurecht, damit das alles passt. Und dann kann die auch ein Mitarbeiter, der hier hilft, jemand verabreichen. Ja. Hast du sowas auch beruflich gelernt oder irgendeine Erweiterung dafür gemacht? Ich bin
gelernter Maurer. Ja, na gut, das... Im Ursprung und habe dann hier im Tierschutz angefangen. Das sind nächstes Jahr 14 Jahre. Habe mich weitergebildet und habe dann meinen Paragraph 11 gemacht. Den muss man in Deutschland haben, damit man hier sowas überhaupt betreiben und leiten darf. Das ist so die Gesetzesgrundlage, die vom Veterinäramt und vom Deutschen Tierschutzbund gefordert ist, dass man eben das Wissen hat und die Tiere auch artgerecht versorgen und halten kann. So, hier rechts habt ihr noch ein weiteres Gehege. Ja, da sind auch noch 2 Schweine drin. Das ist Erna und Emma, Mutter und Tochter. Die sind aus dem Min, sind Leute weggezogen, haben sie einfach in ihrem Garten zurückgelassen, bis den Nachbarn aufgefallen ist, irgendwas stimmt hier nicht. Es gibt keine Wiese mehr, es war alles umgegraben, wie es die Natur der Schweine ist halt. Und haben dann das Veterinäramt informiert. Die haben sie eingezogen, wurden vom Tierheim de Min geholt. Die konnten die aber nicht halten, weil sie dafür keinen Platz haben und kein Freigelände. Und haben sie dann hier zu uns gebracht. Das Aussetzen ist auch noch so eine Geschichte, die stattfindet. Es gibt mittlerweile schon mutierte Wildschweine mit Hausschwein und Hängebauchschweinen, die sich dann untereinander gepaart haben. Das passiert also auch. Die wählen halt die Variante des Aussetzens. Das hat man auch immer wieder bei Hunden irgendwo angebunden. Ihr habt ja hier sehr viele Tiere schon bereits auf euren Gnadenhof vertreten, wirklich von A bis Z, wie wir jetzt schon teilweise gesehen haben. Habt ihr dann noch viel Kapazitäten? Weil das sieht hier schon so aus, als ob hier nicht mehr sehr viel reinpassen würde. Also es gibt wahrscheinlich viel mehr Anfrage, als dass es Kapazität gibt, denke ich mir. Ne? Von der Kapazität her sind wir erschöpft. Teilweise schon drüber bei manchen Tieren. Und man könnte jeden Tag 10 Tiere aufnehmen. Das Telefon, E-Mail, was auch immer, steht nicht still. Jeder will sein Tier loswerden. Das ist das große Rennen immer im Moment. Jetzt wird es etwas ruhiger und nach Weihnachten, da kommt dann wieder so ein Run. Mitte, Ende Januar geht es dann los. Dann kommen so die Tiere, die zu Weihnachten verschenkt werden. Okay, ja. Wo nachher die Eltern merken, es war doch wohl nicht so die richtige Wahl, weil das Kind mit 3, 4 Jahren kann noch kein Hund, keine Katze, kein Meerschwein oder irgendwas versorgen, sondern die Eltern haben die Verantwortung. Darüber haben sie vorher nicht nachgedacht. Mir kommt der Alltag. Das ist leider so, aber wir kommen jetzt gleich hier zu unseren Kleintieren. Hier haben wir Meerschweinchen, Kaninchen, Hühner, Enten, Gänse. Alles Mögliche. Alles. Verträgt sich das auch alles miteinander so? Weil ihr habt ja schon eine große Vielfalt an Tiere hier, ne? Ja, wie du siehst, ist es immer so hier gebaut, dass jede Tierart ihr Gehege für sich hat, damit die in Sicherheit sind. Kaninchen, Meerschweinchen, das verträgt sich gut. Das ist drinnen nochmal abgekolbelt, sodass das Federvieh auch seins für sich hat, wo die Kaninchen sich auch durchgraben und gehen dann mit Hühner und Enten spazieren in ihrem Auslauf. Das tut nichts zur Sache, aber im Großen und Ganzen muss man schon immer darauf achten, dass das miteinander harmoniert. Ja. Da kann nicht alles wild zusammenwirken. Das geht nicht, dann würden sie sich wahrscheinlich hier untereinander auch noch bekriegen. Ne? Nein. Die Hunde laufen ja hier so weit frei rum, habe ich gesehen. Die Hunde laufen hier den ganzen Tag frei draußen rum, wie sie wollen. Und die vertragen sich aber auch alle miteinander. Das funktioniert ganz gut. Ja. Das ist so der Part meiner Frau, die hat da ein Händchen für. Die kriegt das immer recht gut hin, dass das so funktioniert. Dürfen wir hier auf das Gelände auch mal einen kleinen Blick riskieren? Ja, da können wir reingehen, das ist nicht das Problem. Hier haben wir unsere Meerschweinchen und Kaninchen. Die haben hier ihre Häuslichkeit. Die gehen auch zusammen in die Häuser, so wie sie das wollen, und können sich hier frei bewegen. Die haben hier ihre Futterschalen verteilt, haben ihr Wasser. Muss halt auch regelmäßig immer alles sauber gemacht werden. Ja, das macht ja auch eine Riesenarbeit hier jeden Tag, das in Stand zu halten. Ja. Und das ist jetzt nur ein Gehege von den ganzen hier. Die meiste Arbeit ist halt bei den großen Tieren, ne? Bei den Pferden. Da muss regelmäßig Stall gemistet werden, frisch eingestreut, Wasser, Futter, das ist schon enorm. Wir haben das Glück als gemeinnütziger Verein, dass wir über den Bundesfreiwilligendienst auch Bufdi-Stellen haben.
Wir dürfen 2 Stück beschäftigen. Ist da auch eine Anfrage dann auch mal so zwischendurch da oder ist das eher so, dass das die Leute nicht so... Das ist hier in der Gegend auch nicht ganz so schlimm, dass sie sich die Türklinke in die Hand geben. Hier muss man schon suchen, dass man jemand findet. Und im Bundesfreiwilligendienst sind solche Shops wie hier auch nicht so ganz beliebt, weil hier muss man wirklich körperlich auch viel leisten. Wer will das heutzutage noch, ne? Die meisten gehen lieber irgendwo ins Büro oder an irgendwelche Universitäten, wo sie dann irgendwelche Akten sortieren oder irgendwelche andere gemeinnützige Organisationen unterstützen. Der Tierschutz ist da eher so das nicht so Beliebte bei der Geschichte. Das sind eher so Idealisten. Wir haben im Moment 2 Mädels, die das machen und die machen das recht ordentlich und gut. Ja, ich glaube, das ist mit vielen Berufen, die haben das Problem, dass halt eben solche sozialen Berufe wahrscheinlich auch der Aspekt des Geldes eher weniger vorhanden ist denn so. Darin, der große Wert von solchen sozial engagierten Berufen liegt halt einfach in der Dankbarkeit der Menschen oder Tiere, die einen halt eben die Wertschätzung entgegenbringen. Aber halt eben, ja, das ist halt eben bei mir in der Pflege halt eben auch so, dass halt eben das Finanzielle nicht im Vordergrund steht, beziehungsweise halt eben auch, dass nicht, sagen wir mal, so belohnt wird, beziehungsweise honoriert wird wie, ja, sagen wir mal, jetzt ein IT-Beruf oder irgendjemand, der jetzt halt eben irgendwo in der Öffentlichkeit steht oder hinterm PC oder irgendwas arbeitet, so, ne? Was auch natürlich auf ihre Art und Weise harte Berufe sind, aber gesellschaftlich ist natürlich sowas hier schöner oder höher angesehen auf jeden Fall. Aber man muss es halt auch eben machen wollen. Und gerade halt durch das Ehrenamt bekommt man ja absolut gar keinen Pfennig dadurch dann. Es ist ja alles komplett freiwillig in der Freizeit aufgeopfert, neben dem Beruf dann halt noch. Ne? Ehrenamtlich hier zu engagieren ist halt wirklich, da ziehe ich meinen Hut vor, weil die meisten Leute halt einfach heutzutage schon so ausgelaugt sind nach ihrem normalen Beruf und sich dann auf die Couch fläzen und dann Netflix anmachen und dann den Rest des Tages dann halt einfach zu Hause bleiben und sich dann entspannen, weil ihr Beruf dann schon ausreicht. Geht es dann für solche Leute wie euch dann erst weiter nach dem Feierabend und da geht dann der zweite Job dann so los, weil nichts anderes ist das als hier ein zweiter Job, ein Vollzeitjob, den man eigentlich so ausüben kann, weil es hier einfach so viel zu tun gibt. Ne? Hier wird es nicht langweilig. Das ist 24 Stunden, hat man hier immer irgendwas zu tun. Das ist ein Seidenhahn, der kommt aus Berlin. Da haben sich Leute, die keinerlei Ahnung haben von Federvieh, von einem Züchter 7 Hähne aufhängen lassen, haben die auch noch teuer bezahlt. Und als die nachher größer waren und geschlechtsreif, dann haben die angefangen, was in der Natur liegt, und behacken sich gegenseitig, weil die gar keine Hennen haben. Also ein Hahn sollte mindestens 5 Hennen haben, damit er ausgelastet und ausgeglichen ist. Und Hähne untereinander bekriegen sich teilweise, bis einer liegen bleibt. Da fließt richtig Blut, wenn die sich behacken. Und so kam das dann auch. Unser Bufti, Doro, die ist im Ursprung aus Berlin. Ihre Eltern leben da noch und die haben das mitgekriegt. Und Doro war da und hat dann gesagt, komm, ich nehme den einen mit auf den Gnadenhof, weil er der kleinste und schwächste wohl von allen war. Hat er immer die Prügel kassiert. Und so ist er jetzt hier gelandet. Hier hat er seine 4 Hühner. Eins ist jetzt gestorben. Alles schon alte Hennen. Haben die noch irgendwelche Verletzungen oder sowas, die sie noch davongetragen haben? Ja, der Hahn hat, sieht man da am Hals, solche kleineren kahlen Stellen. Da haben sie wahrscheinlich alles so weit rausgerissen, dass da von unten nichts mehr nachwachsen kann. Aber eigentlich ist das Schicksal von den Hähnen wieder dadurch gekommen, weil durch Unwissenheit der Besitzer, dass halt eben nicht zu viele Hähne miteinander... Das harmoniert nicht, genau. Ja. Das ist die Unwissenheit der Leute und für mich auch irgendwo die Frechheit der Züchter. Das ist jetzt nicht nur bei Hühnern oder Hähnen so, sondern auch bei anderen Tiergattungen, dass die Züchter eigentlich meiner Meinung nach die Leute aufklären müssen. Wenn ich komme und will sowas kaufen, ich könnte das nicht machen. Ich bin dazu ehrlich zu. Ich würde sagen, Leute, das geht nicht. Nehmt euch 3 Hühner und einen Hahn mit oder 4 Hühner und einen Hahn mit, das funktioniert. Das wäre die Ehrlichkeit. Als Züchter müsste eigentlich die Verantwortung da sein und so viel Verantwortungsbewusstsein müsste jeder haben, dass er den Leuten sagt, das geht nicht. Ich mache das hier jetzt schon lange. Also dieser Hof hier existiert jetzt 13 Jahre.
Und nächstes Jahr im Juni haben wir 10 Jahre als eingetragener Verein hier unseres. Und in der Zeit habe ich so viel erlebt, Das glaube ich, ja. und man wird belogen von vorne bis hinten. Das hat mich noch nie, also es hat mich ganz viel Stück weit von Menschen weggebracht. Ich glaube, den meisten nicht mehr, weil ich bin so oft belogen worden. Da wird ein Tier abgegeben, da werden Geschichten erzählt. 3 Tage später, 3 Wochen später, 3 Monate später kommt irgendeiner auf diesen Hof, der uns hier besucht. ach, was macht das Tier denn hier? Das ist doch von dem und dem. Warum hat denn der das hier abgegeben? Und dann erzählst du irgendwas und dann kriegst du was ganz anderes zu hören, wie das, was die Leute dir erzählen, wenn sie das Tier loswerden wollen. Das ist traurig. Ne? Also es ist, glaube ich, ein großer Grund, warum du halt so viel mit Tieren hier zusammenarbeitest, weil du wahrscheinlich auch sehr viel negative Erfahrungen mit Menschen gemacht hast und diese negative Erfahrung halt eben mit Tieren nicht so machst, weil die dir halt eben nicht so ins Gesicht lügen können. Richtig, das ist richtig. Die Unehrlichkeit ist beim Mensch. Ein Tier kann nicht unehrlich sein. Das geht nicht. Es kann sich nicht verstellen. Das ist wie ein Hund. Ein Hund, der mag dich oder er mag dich nicht, dann zeigt er dir das. Wenn er dich nicht mag, knurrt er dich an. Wenn er dich mag, kommt er und will dann halt von dir betudelt werden. Streichel mich, mach ein Tu. Der springt dich auch an, wenn du nicht so schnell reagierst, wie er es gerne hätte. Aber der kann sich nicht verstellen. Der ist so, wie er ist. Und das ist eben beim Tier ist grundehrlich. Und es gibt halt auch die Gutmenschen, wie zum Beispiel die 2 Gänse. Können wir mal um die Ecke. Ach, die verstecken sich da hinten in der Ecke. Gucken. Ja, die stehen immer hinten in der Ecke. Fühlen die sich da wohl? Ja, so ihren Rückzugsort. Ja. Ja. Das sind so zwei Gänse. Dabei brauchen die sich gar nicht verstecken. So Nein, das sind schöne Tiere. Jetzt haben wir sie entdeckt. Jetzt kommen sie wahrscheinlich auch gleich hergewackelt. Die 2 hatten das Glück, die haben Leute gekauft von einem Geflügelzüchter kurz vor Weihnachten. Die sollten geschlachtet werden in der Nähe von Rostock. Haben dann hier angerufen, haben gefragt, ob sie die herbringen dürfen und haben dann pro Gans 80 € bezahlt, was der Schlachtpreis wäre. Und sind dann hierher gekommen und haben sie hier abgegeben, damit sie hier leben dürfen. Schön. Und zahlen aber auch jeden Monat eine Patenschaft, damit das Tierfutter gewährleistet ist für die Tiere. Ne? Kann man generell auch Patenschaften bei euch abschließen? Ja, kann man. Ja? Kann man. Man kann gucken im Internet, auf unserer Homepage oder auch auf Facebook auf unserer Seite. Da sind die Tiere alle drauf und dann kann man eine Tierpatenschaft übernehmen. Ja. Man kann sagen, allgemein, ich mache eine Patenschaft für die Tiere oder ich kann mir ein Tier aussuchen und kann sagen, ich mache eine Patenschaft für das und das Tier. Jetzt kommen sie, die Frechen, ne? Die schnattern ganz schön viel dazwischen, ne? Ja. Die kleinen Schnattertanten. Ja. Das ist Revilla. Die hat nur 3 Beine leider, weil ihr ehemaliger Besitzer sie nicht mehr haben wollte. Da war der Hund 3 Monate alt. Hat er sie aus dem Auto geworfen auf dem Waldparkplatz und ist losgefahren und ist über sie gefahren und hat sie liegen lassen. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich sowas höre, ne? Also mich schaudert's da. Schocker haben sie gefunden. Also sie hatte noch Glück im Unglück, dass die Leute aus dem Wald zurückkamen, wollten in ihr Auto steigen. Ja. Haben sie gefunden, haben sie eingeladen und zum Tierarzt gebracht. Aber das Bein war halt so defekt. Knochen war zermahlen, konnte man nichts mehr machen und musste dann oben aus der Schulter raus amputiert werden. Also wie kann man einem Tier sowas antun? Also das müssen ja wirklich Psychopathen sein. Also im Kopf nicht ganz ordentlich. Das sind gewissenlose Menschen, einfach ein Tier dann liegen lassen und weiterfahren. Das ist schon. Also es gibt ja so viel bessere Möglichkeiten, ein Tier irgendwo unterzubringen. Ne? Gib's ab. Ja. Dann warum muss man einem Tier sowas antun? So ein dankbarer Hund. Er kam ja auch direkt sofort uns entgegen, als wir die Tür geöffnet hatten. So, ne? Ja, deswegen ist ja Revillas Spitzname auch Knutschi. Knutschi, ja. Weil sie einen gleich abschmatzen möchte. Sie will alles gleich lieb haben. Sie war zurückhaltend und vorsichtig, aber sie hat dann wieder Vertrauen gefunden. Und sie wurde ja auch so ein bisschen bevorzugt.
Sie durfte auf die Couch, sie durfte auf den Sessel, alles das, was der Hund normalerweise nicht soll. Revilla durfte das. Und das hängt ihr bis heute nach. Also Revilla heute, du gehst abends ins Bett und sie hat ja einen besonderen Gang durch ihre 3 Beine, weiß man sofort, wann sie unterwegs ist. Wir haben ja noch so ein altes Haus, hat Holzfußböden, dann hört man das auch noch. Und dann guckt sie und sobald im Schlafzimmer das Licht ausgeht, dann geht Revilla los und legt sich auf die Couch. Das hat sie auch so ihre Eigenarten. Ja, und da schläft sie dann. Das ist einfach ihr Platz. Aber das ist so drin, da sind wir selber dran schuld, weil sie durfte das halt immer, weil sie so krank war. Ja. Das ist halt Revilla. Das Überschwänglich. Das macht gar nichts. Überschwänglich alles lieben wollen. Bei ihr muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, bei ihr muss man ein bisschen vorsichtig sein. Sie hat eine nicht so schöne Vergangenheit. Die war angekettet und die Kette war am Hals eingewachsen. Am Anfang konnte man sie gar nicht anfassen. Das ist aber schon gut geworden. War dann aus dem Tierheim auch zweimal wohin vermittelt, wo sie dann die Leute angeknurrt und angegiftet hat. Ja. Dann haben sie immer wieder zurückgebracht. Und dann kam die Anfrage, ob wir das nochmal versuchen wollten, sonst hätte man sie eingeschläfert. Und diese 2 Jahre hier bei uns. Und mittlerweile ist es so, hast du jetzt selber gesehen, nun kann man sie auch mal anfassen. Ab und an hat sie dann auch mal noch so, wo sie knurrt. Sie mag auch nicht jeden. So Leute mit Gehstöcken, also Spazierstock. Das ist bei ihr irgendwie ganz schlecht in Erinnerung, wenn sie dieses Klackern, die haben ja manchmal diese Metallspitzen, dann so dieses Klack, 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 da kann sie gar nicht mit. Da muss sie also schlechte Erfahrungen irgendwie haben in die Richtung. Gehört aber wahrscheinlich auch viel Arbeit dazu, so einen Hund wieder so hinzukriegen, von dem, wie er mal so gewesen ist. Ne? Das ist viel therapeutische Arbeit wahrscheinlich. Das kostet ganz viel Zeit und Kraft. Da musst du immer wieder, im Prinzip täglich. Und das ist ja auch nicht jetzt, du kannst jetzt nicht aufhören. Du musst ihr immer wieder Sicherheit geben und musst immer wieder mit ihr arbeiten und gut zureden, dass das so bleibt, wie es ist. Das ist ein ständiger Prozess. Ja. Ich finde es einfach nur, muss ich sagen, immer wieder erschütternd, wozu halt Menschen in der Lage sind, jetzt gerade bei den letzten 2 Schicksalen, die wir jetzt hier gesehen haben, die 2 Hunde. Ich weiß gar nicht, was einen mehr erschüttert. Also man kann das gar nicht irgendwie vergleichen auf einer Skala, wie schlimm das eigentlich ist, ob ein Hund irgendwo angekettet wird, bis die Kette eingewachsen ist oder halt eben über einen Hund, also das gefahren wird, das traut man sich kaum überhaupt auszusprechen. Ja. Also auf solche Gedanken überhaupt zu kommen, ist halt einfach unglaublich und erschüttert mich immer wieder aufs Neue. Dass irgendwie dann doch der Mensch das größte Unheil an Lebewesen auf dieser Erde ist, sag ich mal. Ne? Nicht die Tiere, sondern die Menschen wirklich. Also das ist unglaublich. Ja, dann, wir sind ja jetzt hier schon fast am Ende angekommen. Da vorne haben wir jetzt einmal einen kompletten Rundgang über euren Tierhof hier machen können. Vielen lieben Dank auch an der Stelle nochmal für die super schönen Einblicke hier hinter die Kulissen, hinter eure Arbeit, was ihr hier so macht. Und das ist auf jeden Fall eine sehr dankbare Arbeit, denke ich mal. Und leider viel zu wenig gesehen. Deswegen versuchen wir damit heute auch so ein bisschen Aufmerksamkeit immer auf solche Themen halt zu richten, damit halt eben mehr Leute für gerade solche wichtigen Themen halt eben auch mal, dass da halt die Aufmerksamkeit drauf gerichtet ist und vielleicht Leute Interesse zeigen, sowas auch mal selbst zu machen einfach. So Freunde, auch dieses Jahr bedanke ich mich recht herzlich bei jedem Einzelnen da draußen für euren krassen Support, dass ihr sowas möglich machen könnt, dass wir das 3. Jahr jetzt schon in Folge so einen krassen Support durch euch bekommen, um halt eben solche unter gemeinnützigen Organisationen zu unterstützen, das Ehrenamt zu unterstützen, das Tierwohl in der lokalen Gegend, in der ich hier groß geworden bin, zu unterstützen.
mein Heimatort und Umland wieder was wiederzugeben einfach. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Das kann ich jedes Jahr aufs Neue immer wieder nur so betonen. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank und Dankeschön auch an euch, dass ihr das Ganze hier macht, dass ihr da eure Zeit für aufbringt, für eure Gastfreundschaft, die ihr uns hier auch entgegengebracht habt und für alles Mögliche einfach, dass ihr den Tieren hier was Gutes tut und einfach für sie da seid bis an ihren letzten Lebenstag hier auf den Tiergnadenhof. Und ich glaube, bei euch ist das Geld gerade sehr gut aufgehoben. Ich bin ultra froh und dankbar, dass ich auf euch aufmerksam geworden bin, weil ich halt eben gesehen habe, dass halt alle gemeinnützigen Organisationen das gut gebrauchen könnt, aber ihr halt eben besonders auch darauf angewiesen seid. Und deswegen möchte ich euch dieses Mal auch wieder einen Scheck überweisen in Wert von 3.000 €, was wir zusammengebracht haben dieses Jahr für euch. Und da bin ich super, super dankbar und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Das ist super. Gesponsertes Geld, Ja. was nur dank solcher Geschichten möglich ist. Und falls ihr auch nochmal bei der ganzen Sache hier supporten wollt und euch auch nochmal vielleicht engagieren wollt, vielleicht den einen oder anderen Euro übrig hat, wir verlinken unten mal die Spendenkonten von euch, die Spendenlinks, die ihr zur Verfügung stellt über eure Website und überall. Da könnt ihr sehr gerne jetzt mal draufklicken und falls ihr möchtet, könnt ihr da wie gesagt auch sehr gerne rein supporten und ein bisschen Liebe dalassen. Einfach deswegen vielen, vielen herzlichen Dank an meine ganze Community, auch dieses Jahr wieder. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr auch so weitergeht und wir weiterhin solche super schönen Sachen auch weiterhin unterstützen können. Vielen lieben Dank. Bitte, bitte.